Das war eine lange und vor allem ungeplante Pause. Gar Lust mehr. Ich wusste doch gleich, das wird nichts. Nein. Die Pause lag nicht daran, dass ich keine Lust mehr hatte oder hinschmeißen wollte. Ganz und gar nicht. Ich habe so viele Ideen, die ich noch verwirklichen will auf diesem Kanal. Die Pause selber hatte ganz andere Gründe. Und welche das sind, das erfahrt ihr im heutigen Video. Wey, Namaste, herzlich willkommen auf Indien für Anfänger. Was? Ja, ihr habt richtig gehört. Der Kanal heißt jetzt nicht mehr Indisch für Anfänger, sondern Indien für Anfänger. Einer der Gründe ist, dass viele Menschen dachten, es drehe sich hier um Sprachenlernen, indischer Sprachen, aber eigentlich geht es ja um Indien allgemein. Und um daher ein bisschen besser den Kanal selbst zu beschreiben, aber gleichzeitig den ursprünglichen Charakter des Titels beizubehalten, habe ich mich dafür entschieden, aus Indisch Indien zu machen. Jedenfalls bin ich immer noch eure Latoya und ja, ich heiße wirklich so. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei diesem doch wichtigen Video dabei seid. Also, warum war es hier jetzt so lange still? Im Januar hatte ich ein langes und wichtiges Gespräch mit einem guten Freund von mir, der ebenfalls YouTuber ist. Und daraufhin habe ich beschlossen, erstmal eine kleine Auszeit zu nehmen. Dieses Gespräch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und ich habe beschlossen, mein Konzept grundlegend zu überarbeiten und den Kanal equipmenttechnisch und auch von der Organisation her auf ein neues Level zu heben, um ein bisschen mehr Professionalität reinzubringen. Es hat recht lange gedauert, viel länger als geplant, weil ich einfach wirklich Zeit für mich brauchte, um in mich zu schauen, in mich reinzuhorchen und herauszufinden, was ich wirklich möchte. Aber ich würde behaupten, das Warten hat sich gelohnt. Endlich habe ich mein Selbstvertrauen wieder. Mann. Ja. Endlich habe ich mein Selbstvertrauen und meine gute Laune wieder und ich kann meine ganze Energie in den Kanal stecken. Und ich habe in den letzten Wochen wirklich so viel daran gearbeitet. Ich habe viel recherchiert und mir ein Ringlicht gekauft, um auch auf meinem Instagram-Kanal bessere, coolere Videos und Content anbieten zu können. Und natürlich auch für viel besseres Licht. Ich habe mir endlich die Pro-Version meines Schneideprogramms gegönnt, damit ich die Videos auch in deutlich besserer Qualität auf YouTube posten kann. Außerdem habe ich mich durch zahlreiche Testseiten und Preisvergleiche gewühlt, um endlich eine Kamera zu finden, die meinem Bedarf entspricht und meinem Smartphone, so gern ich es habe, als Videoaufnahmegerät Goodbye sagen zu können. Schaut mal her, wie das aussieht. Wow, oder? Ja, und dann habe ich noch beschlossen, meinen bisherigen Shootingort ein wenig zu verändern und von der bisherigen Konstruktion, nämlich 2 Stühle und eine Decke drüber, wer hat's erraten, wegzukommen. Und das Ergebnis seht ihr hier. Tada! Und zuletzt habe ich mein ganzes Konzept grundlegend überarbeitet. Ich habe mir neue, abwechslungsreichere Formate überlegt und die gesamte Videoproduktion ein bisschen besser ausgearbeitet und geplant. Also, was heißt das jetzt konkret? Was könnt ihr auf diesem Kanal ab sofort erwarten? Das meiste findet, wie gesagt, eher im Hintergrund statt von den Veränderungen, deswegen kriegt ihr davon wahrscheinlich gar nicht so viel mit. Aber ich habe mir, wie gesagt, auch ein paar coole neue Formate überlegt, die einfach ein bisschen mehr Abwechslung und gleichzeitig aber auch klarere Strukturen reinbringen sollen. Und die stelle ich euch jetzt kurz vor. Also, was auf jeden Fall bleiben wird, sind die Faktenvideos, also Fakten, Wissenswertes und Tipps, wo ich mir immer einen Aspekt raussuche, wie zum Beispiel Bräuche, Gewohnheiten, Kurioses, aber auch tolle Projekte und die näher beleuchten werde. Als nächstes gibt es Was ist das?, wo ich mir einen Gegenstand, zum Beispiel ein Stück Schmuck oder ein Kleidungsstück oder auch einen Tanz herauspicke und den kurz vorstelle. Weil man ja oft etwas sieht, aber nicht weiß, was das jetzt eigentlich ist. Wie zum Beispiel bei mir damals das Tikka oder ein Bindi oder wie man die Armbänder nennt. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, weil die stören beim Aufnehmen, aber sowas. Als nächstes will ich mir mit Vorurteile AD
jeweils immer ein Vorurteil anschauen, was wir über Indien oder die Inder oder die indische Kultur haben und schauen, was wirklich dran ist. Also hat es einen wahren Kern oder ist das völlig aus der Luft gegriffen? Und ich möchte in dem Format auch darauf eingehen, was wir Deutschen manchmal so für Fehler oder falsche Vorstellungen über Indien haben. Aussprachefehler und so weiter. Dann wird es natürlich auch längere Videos geben, vereinzelt, wenn es um ein besonders brisantes oder sehr komplexes Thema geht. Und zu guter Letzt möchte ich in meinem neuen Live-Format Tee mit Toja mich einfach mal hinsetzen, ein bisschen mit euch quatschen über meine Erfahrungen in Indien. Wir können Challenges machen. Es ist einfach, ja, es soll ein bisschen interaktiver werden und ich freue mich schon sehr darauf. Außerdem möchte ich ein bisschen mehr daran arbeiten, uns eine tolle Community aufzubauen, in der wir uns gemeinsam über Indien austauschen können und Vorurteilen begegnen können. Dazu habe ich jetzt endlich auch einmal ein paar Social-Media-Kanäle aufgebaut, nämlich auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Und es wird dort wöchentliche Updates geben. Und auch wenn bisher noch nicht so wirklich viel darauf passiert ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie schon mal abonnieren würdet, damit ihr nichts verpasst. Die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr über diesen neuen Kanal. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt und ich kann wirklich kaum erwarten zu sehen, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Like da. Wenn es euch nicht gefällt oder ihr Kritik habt, Anregungen, dann schreibt es in die Kommentare. Wie gefallen euch die Ideen für die neuen Formate? Was fehlt euch? Was hättet ihr gerne noch? Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe oder was ihr besonders gut findet? Dann lasst es mich bitte wissen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bevor ihr wegschaltet, ich möchte diese Zeit noch kurz nutzen, um euch auf die aktuelle Notlage in Indien aufmerksam zu machen. Ich werde dazu nächste Woche noch ein ausführlicheres Video hochladen, aber mir ist es wichtig, schon heute das Ganze mal anzusprechen, weil die Lage wirklich ernst ist und die Zeit drängt. Wer es noch nicht weiß, Indien wird gerade nach einer ungefähr halbjährigen Erholungsphase von Corona von der zweiten Welle sprichwörtlich überrollt. Es fehlt an allem, an Krankenhausbetten, an Intensivbetten, an Flaschensauerstoff, an Nahrungsmittel, an Geld. Die Menschen sind völlig verzweifelt, zahlreiche Menschen sterben, weil ihnen einfach nicht rechtzeitig geholfen werden kann, weil es einfach keinen Flaschensauerstoff mehr gibt. Das, was unsere Politiker in Deutschland uns als Schreckensszenario ausgemalt haben, für wenn wir uns nicht an die Lockdown-Regeln halten, das ist in Indien eingetreten und zwar mit dermaßener Heftigkeit. Es ist wirklich unfassbar. Die Krematorien sind überlastet und mittlerweile hat jeder meiner indischen Freunde und Bekannten mindestens einen Todesfall oder einen Fall von einem schweren Covid-Verlauf. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Es gibt viele Organisationen, die versuchen zu helfen, ob mit Sauerstoff, Geld, Nahrungsmitteln oder Medizin. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu 3 solcher Organisationen und die dazugehörigen Spendenaufrufe und es wäre wirklich fantastisch, wenn ihr die Zeit aufbringen könntet, ihnen ein paar Euro zu spenden. Es muss keine große Summe sein, jeder einzelne Euro zählt. Als kleine Motivation gibt es im nächsten Video ein Shoutout, also eine Bekanntmachung derjenigen, die gespendet haben. Schickt mir dazu einfach einen Beleg eurer Spende zu. Ihr könnt eure Daten schwärzen, ihr könnt eure Summe auch gerne nennen, das überlasse ich euch. Wie gesagt, selbst die kleinste Summe kann schon helfen. Wenn jeder in Deutschland auch nur einen Euro spenden würde, eine Kugel Eis, dann kämen über 83 Millionen Euro an Hilfsgeldern zusammen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Dhanyavad.